Hi, was wird bei diesem Luftreiniger anders als bei allen Selbstbaulösungen, die ich bisher kenne? Ganz klar, die Flexibilität. Die Größe, den Luftdurchsatz und was gefiltert werden soll, bestimmst du. Natürlich zeige ich dir in einem Härtetest auch, wie effektiv meine erste Version ist und ob es vielleicht sogar mehr als ein Proof of Concept wurde. Willkommen bei Toolsinnig. Die erste Besonderheit ist, dass der Lüfter nicht im Filtergehäuse verbaut ist. Das bringt einfach mehr Einsatzmöglichkeiten mit sich, wobei für mich im Moment primär zwei relevant sind. Erstens Partikelfilterung in zwei Stufen, um die Luft von dem zu reinigen, das hauptsächlich bei Holzarbeiten so anfällt. Zweitens Filtern von Gerüchen und Gasen, die zum Beispiel beim Lackieren oder Löten entstehen. In Sachen Lüftermotor kann man PC-Ventilatoren, einfache Badezimmer oder Axialventilatoren direkt vergessen. Die sind einfach nicht dafür konstruiert und gebaut, mit irgendeiner Art von Gegendruck umgehen zu können. Gute Inline-Ventilatoren können vielleicht funktionieren, das kann ich aber nicht mit Gewissheit sagen und mag darum auch nicht dazu raten. Ich werde einen nutzen, der Rohrventilator genannt wird und eine Sonderbauweise von Radialventilatoren ist. Radialventilatoren haben den Vorteil, dass egal welche Bauform, der Druckverlust bei Betrieb mit einem Filter vergleichsweise gering ausfällt. Du kannst also den benötigten Luftdurchsatz sehr einfach anhand deiner Raumgröße berechnen. Meine Werkstatt hat ein Volumen von ungefähr 20 Kubikmetern. Bei der Filterung von Raumluft sollte man die Faustformel anwenden, dass das Raumvolumen 5 Mal pro Stunde umgewälzt werden kann. Also 20 Kubikmeter mal 5 ergibt 100 und ich rechne einen Puffer für den Druckverlust durch die Filter und den Schlauch ein. Sagen wir 150 Kubikmeter pro Stunde sollte mein Lüfter mindestens transportieren. Solche Lüfter kann man übrigens auch gut gebraucht kaufen. Neu sind die, was ich so gesehen habe, ab ca. 60 € zu bekommen. Ich möchte noch Anbieter für Indoor-Grow-Ausrüstung als Tipp dalassen, dazu aber später noch mehr. Beliebte fertige Geräte sind mit rund 50 x 50 x 25 Zentimeter ganz schöne Klopper. Für meine Werkstatt auf jeden Fall viel zu groß und auch vom Luftdurchsatz her völlig überpowered. Die kleineren Filteranlagen im Selbstbaubereich haben mir wegen den verbauten Filterlösungen nie richtig gefallen wollen. Fliese, HEPA-Filter aus dem Kfz-Bereich. Es muss doch eine bessere Lösung geben, ohne auf die großen Taschenfilter angewiesen zu sein. Auf der Suche nach Filtern, die mir die Baugröße erlauben, die ich haben möchte, bin ich nach wirklich langer Suche auf den Bereich Klimatechnik für Niedrigenergiehäuser aufmerksam geworden. Da gibt es etliche unterschiedliche Hersteller und Systeme und bedingt dadurch Ersatzfilter in allen möglichen Formaten. Außerdem sind die Anlagen ja darauf ausgelegt, langfristig die Luft für ganze Häuser zu reinigen und auch Allergikern das Leben leichter zu machen. An der Qualität der Filter habe ich daher erstmal gar keine Zweifel. Klingt aber ziemlich teuer, oder? Das Filterset aus einem G4 Vorfilter für größere Partikel und dem F7 Feinfilter für bis zu 0,4 Mikrometer kleines Zeugs kostet nicht mal 16 €. Da war ich selbst sehr positiv überrascht. Die Filter kommen mit 293 mal 145 mal 46 Millimeter daher. Und so kann ich ein Gehäuse von ungefähr 32 Zentimeter Breite, etwa 18 Zentimeter Höhe und vielleicht 30 Zentimeter Tiefe anstreben. Das entspricht grob einem Sechstel des Volumens der üblichen Kaufprodukte. Allerdings natürlich ohne den Lüfter. Da der aber mit einem Schlauch mit der Filtereinheit, im weiteren Verlauf möglicherweise Snifflestick genannt, verbunden wird, kann ich das räumlich so aufteilen, wie ich möchte und mir die für mich idealen Positionen aussuchen. Das System ist damit also nicht nur flexibel aufbaubar, was die Raumgröße und den benötigten Luftdurchsatz angeht, ich kann auch das Schnüffelstück temporär dort platzieren, wo der Großteil des Staubes erzeugt wird, während der Lüfter irgendwo ist, wo er nicht im Weg ist. Ich kann auch den Schlauch von der Filtereinheit trennen und einen anderen Filter anschließen, zum Beispiel einen Aktivkohlefilter gegen Gerüche und einige schädliche Gase. Das kann, wie eingangs erwähnt, beim Lackieren sinnvoll sein, beim Löten oder auch für den Einsatz eines Lasercutters. Hier eine kleine Brücke zurück zum Indoor-Grow-Bereich. Es gibt oft Sets aus Lüfter, Aktivkohlefilter, Schläuchen und passenden Schellen, die günstiger sind als die Einzelkomponenten. Ich würde da auch einfach mal behaupten, dass man eine gewisse Expertise in Sachen Geruchsvermeidung voraussetzen kann. Ich glaube, wir wissen ja alle, wie intensiv Tomaten riechen können. Wenn du da ein passendes Set für deine Raumgröße findest, ist mit der Partikelfilterauswahl und dem Gehäusebau das System im Grunde fertig und die Chancen, dass man unter 200 € wegkommt, sind gut.
Ein erster kurzer Test zeigt zumindest mal, dass eine gewisse Ansaugleistung vorhanden ist, wenn da mal eben ein DIN A5-Block so gehalten wird. Darüber hinaus ist das System auch wirklich erstaunlich leise. Die bestehende Staubschicht hat sich in dem Ausmaß während der Projekte in den Wintermonaten angesammelt, wo es kaum möglich war, mal gut zu lüften. Mitunter darum ist es jetzt echt Zeit für einen Filter geworden. Für den Härtetest wirble ich mit Druckluft einen Großteil des Staubes in der Werkstatt auf und lasse das System mal 2 Stunden laufen. Leider sieht man den Staub in der Aufnahme nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Nach dem Test schalte ich den Luftreiniger für 2 Stunden wieder ab und lasse den Staub sich setzen. So kann ich die Staubschicht vorher-nachher auch noch vergleichen und dir zeigen. Der Unterschied ist für die ersten 2 Stunden Betrieb der Filteranlage schon wirklich bemerkenswert. Vielleicht hast du dich auch über die Bauweise der Filtereinheit gewundert. Die Idee dahinter ist, das Gehäuse im Grunde nur für den Filteraustausch öffnen zu müssen. Den Vorfilter kann ich abnehmen, absaugen oder auspusten und komme von beiden Richtungen auch mit dem Staubsauger oder Druckluft an den Feinfilter in der Mitte des Kastens. Der Unterschied in der Luft ist schmeckbar, auch wenn das vielleicht seltsam klingt. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob du weißt, was ich meine. Ich bin wirklich begeistert, darf ich sagen. Mir sind direkt noch ein paar Ideen gekommen, wie ich den Prototypen weiter verbessern kann. Das kommt dann aber mal in einem anderen Video. Ich verlinke dir meine Playlists mit allen Werkstatt-Upgrades oder sieh dich gerne auf meinem Kanal um und entscheide, ob du künftig per Abo und Glocke über neue Videos informiert werden möchtest. Über Likes freue ich mich natürlich auch sehr. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.